Es ist alles angerichtet für ein wunderbares Viertelfinale. Aston Villa, unser Gegner, Hinspiel heute hier im Villa Park. Also das echte Stadion ist mit dabei. Wir mit unserer besten Truppe. Aston Villa ist ein Gegner, die spielen im 4-4-2, wobei die zwei Sechser ein bisschen defensiver stehen. Also quasi die zweite Formation vom 4-4-2. Und haben als Konzept Flügelspiel. Also werden wir wahrscheinlich viel über Diaby sehen, Ex-Leverkusener, auch natürlich falsch. Ich glaube Leon Bailey, der müsste eigentlich auch noch mit dabei sein, beziehungsweise jetzt hier nicht in-game, sondern in echt. Oh, könnte abseits sein zum ersten Mal, genau. Vasquez unter anderem, David Alaba, Diego Carlos, also die haben schon ein paar richtige Haudegen drin. Ne? Hier, guck mal, ins Weite des Stadions, richtig, richtig schön. Auch Pau Torres zum Beispiel, genau, Villarreal, Innenverteidiger. Und ich glaube mal, wir werden nicht so, ich will nicht sagen, gefordert sein wie gegen PSG. Also ihr wisst, wie ich das vielleicht meine. Wird wahrscheinlich nicht so, ja, intensiv und hast du nicht gesehen. Sondern vielleicht sind wir der Favorit, vielleicht auch nicht. Es ist so ein 50-50 Spiel, würde ich sagen. Und wir geben wie immer unser Bestes, ne? Und im besten Fall machen wir dann im Rückspiel das Halbfinale klar. Wahnsinn, ey, was für eine Saison wäre das denn? Mit der Truppe hier, Guardiola. Erste Flanke, ja, gut gemacht. Mamouche ist da. Achtung, Keeper ist natürlich Emiliano Martinez. Ja, die Trinkflasche hier auf dem Feld. Mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Werner ist natürlich auch noch vorne mit dabei. Da ist auch irgendwas schief gelaufen. Und Diaby vorne, Borja Iglesias. Kamera, also man weiß, wer es ist. Man kennt die Spieler, man kennt die Stärken. Jetzt gilt es, diese natürlich zu verhindern. Achtung, Diaby. Jetzt fehlt Miretti in der Mitte. Achtung, es ist irgendwo gleich eine Lücke frei. Gut gesehen, gut gesehen. Und vorne Orban. Und wir können dann auch schnell umschalten über Mamouche. Jawohl, komm, der ist auf und da vorne. Alaba in der Mitte. Muss sich auf Kalajdzic konzentrieren. Mamouche macht's alleine. Und die erste große Chance. Emiliano Martinez. Auf dem Posten. Erster Eckball, gucken wir mal. Robin Koch ist da. Ex-Premier League Legionär. Hat ja bei Leeds United gespielt. Oder ist halt, ja, ausgeliehen gewesen. Die Eintracht hat ihn dann zum Glück fest verpflichtet. Sehr gut, wie ich finde. Und Pacho Guardiola. Also Anfangsphase gehört uns. Sehr, sehr gut. Wichtig wäre, wenn wir uns jetzt auch belohnen würden mit einem Führungstor. Weil auch wenn es nur in Anführungszeichen Aston Villa ist, die spielen nicht umsonst Viertelfinale, die haben sich gegen Real Madrid durchgesetzt, ne? Also, die haben in Madrid gewonnen mit 2-1, was auch immer da los war mit Madrid. Ob sie dem VAR zu wenig gegeben haben, zu wenig Geld, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, die Formation, die kommt uns bislang entgegen. Ihr seht, wir können unser Spiel aufziehen, Doppelpass, dann über die Außen. Guardiola, Haraldsson, Kalajdzic ist irgendwo in der Mitte, da ist er, wäre da gewesen. Also es hat halt auch schon alles Hand und Fuß und es ist halt klar ein anderes Spiel als gegen PSG. Würde ich jetzt schon mal sagen, so vom Gefühl her. Und schon wieder sind wir vorn. Wir machen viel, viel Druck. Das sieht sehr gut aus. Wenig Ballkontakte, Ballberührungen. Guardiola ganz hinten, Kalajdzic. Ja, das ist ein super Ball. Und wieder Martinez. Das gibt's doch gar nicht. Der Teufelskerl, der hält bislang alles. Der ist momentan nicht zu überwinden. Aston Villa kommt mal über Diaby. Der würde sich halt auch bei uns gut machen, ne? Pfeilschnell, aber wir haben Mamouche. Wir haben Ansgar Knauf. Oh, ein Fehlpass. Aber ganz klar, dass wir da auch uns halt auch mal verstärken müssen. Mal gucken, vielleicht bleibt da doch eine Option, weiß ich nicht. Spontan einfach ist mir gerade die Idee da in den Sinn gekommen. Und Villa kommt über Douglas Luiz. Das sieht noch sehr planlos aus bei denen, aber das heißt nichts. Das heißt nichts in dem Spiel. Borja Iglesias, erste Chance. Erste Chance, Achtung, Guardiola, bisschen riskant, aber du brauchst nur eine Chance, damit du im Spiel drin bist. Aber bislang kriegen wir das relativ gut verteidigt eigentlich. Wir lassen wenig zu, aber es muss ja nicht erst dazu kommen, dass wir die hier stark machen. Fehlpass, sehr gut. Nächste Chance umzuschalten, Miretti.
Kalajdzic lässt klatschen. Ugarte. Oben ist Haraldsson. Oh, das Spiel ist auch wieder zu kompliziert hier, aber setzt sich durch fast. Miretti. Robin Koch auch wieder wichtig, dass er da dazwischen war. Wir versuchen zu pressen, aber wir halten gut dagegen. Wir bestimmen hier das Spiel. Oh, Foul. Gelbe Karte für Moussa Diaby. Nee, doch nicht. Hat er Glück. Ja, können wir reinflanken. Warum nicht? Vielleicht so auf dem Elfmeterpunkt. Kalajdzic, wenn er reinläuft. Könnte ein Abnehmer sein. Oder auch Mamouche. Ja, und da hinten kommt Haraldsson. Na, aber abseits. Ja, klar, deutlich. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Alles okay. Um es nochmal zu verdeutlichen hier. Ja, guck mal, da war sogar Orban auch im Abseits. Also, aber schönes Tor trotzdem. Aber dann belohnen wir uns halt hoffentlich in der zweiten Halbzeit. Wenn wir nicht noch hier jetzt einen Pressing-Moment zu Ende bekommen. Nee. Also 0-0 und ich glaube, damit ist Aston Villa eigentlich ganz gut bedient. 2, 3 richtig gute Chancen. Hat natürlich auch Martinez richtig gut gehalten. Der eine Kopfball von Kalajdzic genau in die Mitte. Wenn er den ein bisschen anders platziert, dann führen wir hier. Also spricht eigentlich alles für uns, aber ich habe gerade gesehen, Unai Emery, Mr. Europa League. Deswegen hat mich das gewundert, dass Aston Villa nicht auf den 3. Platz gekommen ist. Dann hätten die nämlich die Euroleague wahrscheinlich wieder gewonnen. So, ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, wir nehmen den Schwung mit. Und gehen dann halt auch mal irgendwann folgerichtig in Führung. Haraldsson, Kalajdzic, jetzt vielleicht Orban Wing. Kalajdzic lässt sich fallen. Das macht er. Miretti, Kalajdzic müsste aus dem Abseits kommen. Nee, kommt er nicht. Jetzt ist Haraldsson da. Wow. Was für ein Tor. Aus dem Nichts. Einfach mal aus dem rechten Fuß geholt. Wahnsinn. Und die Führung ist verdient. Gerade noch hier auf der Seite, wo unsere Fans sind. Sehr, sehr geil. Aber wow, was für ein Hammer hier. Ich dachte, er ist abseits von Kalajdzic. Aber und dann denkt sich Haraldsson, leck mich doch am Arsch. Er macht das gleiche wie gegen Zagreb. Nur halt nicht direkt, sondern diesmal selber. Vom Boden aus, ohne Vorlage. Hakon Arnar Haraldsson. Zweites Tor. Der macht nur schöne Tore und auch nur fast in der Champions League. Gegen Zagreb diese Direktabnahme nach Vorlage von Gift Orban. Und das Tor war nicht viel weniger schön. Also richtig, richtig gut. Ja, und wichtig natürlich, auch fürs Gemüt, auch für das Spiel selber, dass Aston Villa merkt, okay, jetzt müssen sie wirklich mal ein bisschen, also von mir aus müssen sie nicht, aber so allgemein, ne? Und sie kommen über Vasquez, Diaby, wie gesagt, da sind gute Fußballer drin. Diaby, Meier, oh ja, mussten wir machen, sonst wäre er weg gewesen. Da nehme ich auch den Freischuss in Kauf. Alles okay, solange es kein Elfmeter ist, machen wir das. Ja, sie spielen so aus, auch interessant. Douglas Luiz jetzt außen gegen 2, da war nicht durchkommen. Er kommt trotzdem durch. Wahnsinn. Dass sie das Ding wieder nicht verteidigt kriegen. Das schreit nach einem Gegentor. Mamouche musste längst ablaufen. Also habt ihr ja gesehen, das ist Wahnsinn. Ja, er redet auch irgendwie mit sich selber wahrscheinlich. So, nächster Eckball. Zur Not auch wieder einen Freischuss riskieren. Solange es, wie gesagt, nicht im Strafraum ist, weit weg vom Tor, ist mir das alles egal. Aber die dürfen da außen nicht so leicht durchkommen. So, auch wieder hier außen. Müssen wir längst geklärt kriegen. Sie spielen so aus. Meier ist da und es gibt Elfmeter. Und das, was ich gerade noch gesagt habe, ey. Wenn du nämlich dann hingehst, dann passiert sowas. Hier, Meier, zack. Ich weiß auch nicht, wo das Elfmeter ist. Also ich meine, viel mehr als den Zweikampf vorbei machen an ihm kann ich ja nicht. Also, naja, ziemlich kurios. Iglesias mit der Chance gegen Resté. Und der war souverän. 1-1. Ja, auch wieder eines der unnötigsten oder unnötigeren Gegentore. Iglesias, interessanter Anlauf. Sieht aus wie der Anlauf von Mbappé. Borja Iglesias. Also mit dem Ausgleich. Ja, ein bisschen überraschend, aber es ist egal. Das ist sowas von egal. Da fragt hinterher niemand mehr nach. Und jetzt sind sie natürlich im Aufschwung.
Die Phase müssen wir jetzt hier überstehen. Selbe Situation wieder, die kommen einfach zu leicht auf den Außen durch. Das ist Wahnsinn. Und Kalajdzic, Achtung, Resti. Was für eine Monsterparade. Noch ein bisschen verschoben gehabt. Bisschen spekuliert, aber so schnell kann es gehen. Also 60 Minuten sind wir hier die bessere Mannschaft und dann Aston Villa durch den Elfmeter einfach zurück ins Spiel gekommen. Und jetzt sind sie da. Und jetzt wird es eigentlich das Spiel, was ich von Anfang an eigentlich gedacht hätte, dass es werden wird. Juri Tielemans, oha. Nochmal richtig schön Qualität. Diese da drauflegen. Flanke kommt, Diaby, Mamouche ist da. Jetzt gilt es wirklich in der Defensive. Wirklich aufzupassen, das ist die Phase, die müssen wir jetzt hier überstehen. Aber ihr seht, wir kommen nicht hin. Miretti, der kann machen, was er will. Die laufen oder die schirmen den Ball einfach ab. Das ist der helle Wahnsinn. Wir sind jetzt so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Miretti, Knauf, kommt ran. Vielleicht jetzt mal eine Chance zur Entlastung. Nee. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Chance aufs 2-1. Aber Koch ist da. Ugarte ist da. Die Chance umzuschalten. Mamouche, Ugarte. Larsen nimmt Meier mit. Mamouche muss er durchlaufen, dann kriegt er den irgendwie. Ja, über die Außen und jetzt. Macht er alleine. Jawohl, macht er alleine. Aber wieder Emiliano Martinez. Das ist krass, der hält echt gefühlt jeden Ball, außer den von Haraldsson, der war halt unhaltbar. War eine andere Variante, Ugarte. Der wird wieder sofort zugestellt. Ey, das nervt wirklich. Aber Chance lebt noch. Larsen ist da und jetzt ist er drin. Aber es ist schon wieder abseits. Das war aber ein bisschen knapper als das in der ersten Halbzeit. Schade, er läuft richtig gut ein im richtigen Moment. Eigentlich, oh, was war da denn im Abseits? Ach, die Fußspitze, um Gottes Willen. Ja, schade. Gut, aber vielleicht kommen wir so wieder ein bisschen mehr zurück ins Spiel. Noch 13 Minuten mit Nachspielzeit. Nächste Chance, Larsen, Orban, ja, kann auch mal schießen von Weitem, warum nicht? Und immer wieder Emiliano Martinez. Das ist halt der beste Mann auf Seiten von Aston Villa, ne? Die können froh sein, dass sie nicht 2, 3 Dinger schon hier bekommen haben. Ja, vielleicht dann im Rückspiel in Frankfurt, wer weiß. Wie das Spiel dann da läuft und wie dann die Ausgangslage ist. Diaby, Achtung. Über die Außen, diesmal ist Meier da, sehr schön. Gut gemacht. So, und jetzt haben wir viel Platz. Um Gottes Willen, Aston Villa hat hinten aufgemacht, oder was? Meier, Mamouche. Larsen winkt in der Mitte. Oh, aber dann muss die Flanke anders kommen. Die bieten uns quasi die Führung wieder an. Wir nutzen sie nicht. Achtung, Iglesias, Werner. Das fehlt mir noch. Douglas Luiz, da ist Werner. Er wird aber gut bearbeitet. Ja, sehr gut. Kaldiolu. Muss aber Freischuss für uns geben, oder? Ja, gibt Freischuss für uns. Iglesias raus. Wahrscheinlich Ollie Watkins rein. Das ist natürlich auch ein Luxus, ne? Den da hast auf der Bank. Wenn du einen Ollie Watkins nochmal reinwerfen kannst. Sonst kommt Ugarte. Mit Knauf. Nee. Zu leicht den Ball verloren. Gibt wahrscheinlich noch so 2, 3 Minuten. Nachspielzeit. Ja, 4 Minuten gibt es oben drauf. Aufgepasst. Ramsey. Gegen Kaldiolu. Achtung, wieder außen. Selbe Situation. Was haben die noch vor? Achtung, Fehlpass. Knauf. Oh, der muss da hin. War eigentlich schon dran. Achtung, Knauf. Koch und Pacho dazwischen Resté. Also es bleibt wahrscheinlich beim 1-1. Ist okay. Ist eine gute Ausgangslage. Wie gesagt, Aston Villa ist natürlich auch keine Thekentruppe. Aber nach dem Spielverlauf wäre natürlich ein Sieg schon geil gewesen. Aber egal, wir haben alle Trümpfe in der Hand. Zu Hause sind wir immer stärker. Gerade mit dem Publikum im Rücken. Also Unai Emery wird sich was einfallen lassen müssen. Und wir switchen wieder um im nächsten Part auf die Bundesliga. Ja, wir haben ein Torschussverhältnis von 8:8 gehabt. Bayern gewinnt das Hinspiel gegen Dortmund. Von daher, Aston Villa in Halbzeit 2 haben sie sich das Unentschieden verdient. Wir haben halt leider das Ding in der ersten Halbzeit nicht zugemacht. Da hatten die gerade mal einen Schuss nach der ersten Halbzeit. Das heißt, die haben richtig schön
aufgeholt. Egal, war ein schönes Spiel. Das hatte ich mir auch so vorgestellt. So ein Duell auf Augenhöhe. Jetzt kommt die Hertha. Auch ein vermeintlich leichter Gegner. Die kämpfen halt auch um den Klassenerhalt. Das heißt, sie brauchen auch jeden Sieg wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal gucken, mit welcher Mannschaft wir spielen. Ja, wir müssen wahrscheinlich nochmal mit der B11 ran, weil gegen Aston Villa müssen die besten Leute spielen. Ja, oder ich mache so einen Mix, so Hälfte, Hälfte und wechsle dann so ein bisschen, je nachdem wie das Spiel läuft. Aber ich glaube, wir machen die B11. Ich meine, da sind ja auch mittlerweile gute Leute drin. Ne? Das ist ja nicht so, dass jetzt hier nur noch die Talente drin spielen würden. Guck mal, der Chandler hat schon eine 58. Ja, Tempo 27, der wird auch die Karriere beenden. Dann behalten Foti zum Beispiel, Paxton Aronson, der auch nie spielt. Rode, der muss auf jeden Fall zum Schluss auch nochmal spielen. Ebimbe haben wir halt auch immer noch. Dürfen wir nicht vergessen, der ist auch immer noch verletzt. Dann vorne Leo Arnaut. Wäre zum Beispiel auch eine Option für Kalajdzic eventuell oder Mamouche, aber ihr werdet auch nochmal ein bisschen was in der Hinterhand haben, falls es dann mal schlechter laufen sollte. Also, nächstes Spiel gegen Hertha. Geht wieder um wichtige Punkte. Dann wieder Aston Villa. Also, es geht Schlag auf Schlag hier. Macht's gut und ciao.